So, hallo. Ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute wieder live. Den Wuschel habe ich auch dabei, den Jörg. Der sieht schon wieder so verwuschelt aus. Ja, wo sind wir heute? Was machen wir heute? In Ungarn sind wir. In Ungarn sind wir, ne? Was macht man? Guck mal, Motorradfahren. der Motorradreporter hat schon wieder was geteilt von uns. Motorradfahren, erzähl mal ein bisschen was. Ich will auch Trinken wie immer. Nach erfolgreicher Abschluss der Tagesetappe ein alkoholfreies Bier, jetzt in dem Fall ein Radler, ein Gösser. Manuel hat auch noch ein bisschen probieren. Wir haben unterwegs irgendwann mal, wo wir getankt haben, eingeladen und haben absolut keine Zeit gehabt zum Trinken heute, weil die Strecke war nur geil jetzt nach dem Tanken, also wirklich geil. Anfangs war es ein bisschen langweilig, dann war es wieder schön abwechslungsreich. Haben wir Fährüberfahrt wieder gemacht über die Donau. Hat uns natürlich eine halbe Stunde gekostet, weil wir natürlich wiederum so einen blöden Zeitschluss gehabt haben. Die fahren nur alle Stunde. Dann sind wir ein Stück auf dem alten Dreck gefahren, was wir schon hergefahren sind. Das war Sektion 2, kann das sein? Das könnte sein, das war auf Ja. jeden Fall toll. Wieder über den Berg an dem alten Ja, also Backsteinwerk vorbei. die ganze Sache zurück zu so ein Stück war auch klasse. Ich sag mal auch ein paar schöne Anstiege mit dabei. Dann eine zweite Fährfahrt. Dann auch noch ein örtlicher fotografiert. Da gucken wir mal. Hat uns Der einen hat Link mit geschickt. Ja, mit der Spiegelreflex ein paar tolle Bilder von uns gemacht, wo wir auf die Fähre drauf gefahren sind. Ja, und dann kam eigentlich langweilige 3 Stunden. Äcker, Wiesen, abgemähte Maisfelder und alles schlammig und matschig. Und gefahren sind wir beide wie auf Eier. Das Einzige, was bewegend war, waren die ganzen Rehe. Ja, wahnsinnig viel Wild haben wir gesehen. Und Hammer. Wir haben ein ausgebüchstes Schwein gesehen im Ja. Maisacker. Ein ganz normales Schwein, also kein Wildschwein, sondern ein ganz normales Schwein im Maisacker. Wir haben uns beide mal angeschaut und dann synchron, war das ein Schwein? War voll cool. Also der lebt wie der Fürst. Der hat fressen ohne Ende und hat dann niemand um sich herum und kann grunzen und schmatzen. Und Matschlöcher gab es auch noch genug in der Ecke. Ich glaube, das wird ein Riesenschwein. Ja, das wird auch groß. Ja, Weil das das ein hat er Jäger draußen- erlegt. Ja. Heimlich. Wahrscheinlich. Hausschwein geschossen. Ja. Ja. Und dann Waren wir an der Tankstelle. an der Tankstelle, bekannte Tankstelle, war der erste Tankstopp, den wir ja auch hier in Ungarn gemacht haben, wo wir dann auch am ersten Abend noch schön gegessen haben. Und ab dann wurde es wieder richtig schön knackig und spannend. Ja, und dann sind wir in den zweiten Dreck rein, Sektion 4. Und die hat es wirklich in sich gehabt, ganz tolle Walddurchfahrten, ein paar tolle Bergauffahrten und dann natürlich ein Bachbett. Also ganz schön fordernd, muss ich sagen. Ganz schön fordernd. Also mit dem schweren Bock am absoluten Limit. Und hochfahren wollten wir es beide nicht mehr. Rückwärts hätten wir es nichts mehr geschafft, das Ja. hätten wir komplett vergessen können. Ja. Das wäre nix war, ne? Nee, aber das werdet ihr sehen in den Videos, was wir gemacht haben. Da haben wir beide fleißig gefilmt. Und ja, also meine Handgelenke, die sind heute schon ein bisschen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind, Staub. glaube ich, dauerhaft in irgendeinem Militärgebiet. Ja, Also entweder ja. ehemaliges Kriegsgebiet oder aktuelles Militärgebiet. Weil Hubschrauber drüber geflogen sind Ja, die sind auch und recht überall tief. Bunker zu sehen waren. Und immer wieder war das so abgesteckt, abgesichert. Das hat schon komisch ausgesehen. Ne? So kenne ich meinen Brennhof. Und wahnsinnig viel Wild haben wir gesehen. Also Hirsche, riesig große, wahnsinnig viele Rehe. Also ein bisschen, ich bin immer blöd vorgekommen, weil wir die doch aufgescheucht haben mit unserem Lärm. Ja, aber Wir haben dann auch immer mal angehalten, ja, dass die gechillt Platz machen können und dass wir dann nachrücken können, ohne dass wir sie vor uns herhetzen. genau. Und auf laut haben wir im Wald sowieso nicht gemacht, da sind wir wirklich anständig gefahren. Konnten wir auch gar nicht. Das war eigentlich zu anspruchsvoll, um da. Also die Auffahrten, die haben wir knallen lassen müssen. Da ging es einmal Richtig. so runter und dann hat er schon geguckt, wieso ich so bremse, aber ich habe das nicht gesehen, dass es da runter geht. Ja, war, Ich glaube, das wäre schnell geworden. das wäre arg schnell geworden, wenn wir im Tempo drüber sind oder drüber gefahren wären, wie wir ankommen sind. Das wäre heftig gewesen. Und hinten war eine wahnsinnig geile Auffahrt. Wir bewegen uns hier bei um die 400 Meter, da erwartet man sowas gar nicht. An der einen Tankstelle wollte ich ja schon, also ich habe echt keinen Bock mehr gehabt, ne, weil es mir zu gerade ausgegangen ist. Da habe ich gesagt, hoffentlich führt es zu dieser Hügellandschaft. Und der Ted, der geht halt wirklich da durch und das ist so genial. Und wir kämpfen uns jetzt auf 170 Kilometer eigentlich den ganzen Nachmittag rum. Ne? Richtig viel Spaß war das.
Jetzt halt kommt die ganze Scheiße wie immer, jeden Abend Zimmersuche. Natürlich hätten wir uns an den Wald legen können, aber wir finden ja nicht immer mehr Hütten. Nee, und es gar ist nix. brutal kalt. Das in dieser einen Woche ist ein Unterschied vom Wetter. Ne? Ja, also 10, 15 Grad Temperatursturz in der Nacht. Also wir sind knapp bei 0 Grad nachts. Müssen wir nicht irgendwo auf dem Hochsitz schlafen. Können wir. Muss aber nicht sagen. Du schon? Wir Ja, haben- du schläfst ja heute bei dem Moped. Ich schlafe bei dem Moped. Und ich zeige euch, wo ich heute Warte. Ach so. Wir haben erstmal Zimmersuche begonnen. Ja. Also Unterstand, Zimmer, Campingplatz, egal was. Hauptsache irgendwas, wo man nicht bestraft werden, weggejagt werden oder so. Und dann, ich glaube, 3 Pärchen haben wir gefragt, die alle kein Englisch konnten. Okay, das ist halt einmal so. Deutsch konnten sie auch nicht und wir können kein Ungarisch. Also das hat irgendwie nicht funktioniert. Wir sind in einem Dorf hin und her gefahren. Dann haben wir einen alten Opa getroffen, der hat uns erzählt, dass er Motocross fährt auf Husqvarna. Das war schon mal cool, aber es nützt uns nichts zum Schlafen. Dann ist er vorausgefahren, das haben wir alles schön gefilmt. Und dann hat er auch kapituliert, weil alles voll war. Ja. Und dann haben wir uns Richtung Hotel bewegt. Er hat mir das als Punkt ins Navi. Und jetzt gehen wir mal einer rechts, einer links und zeigen uns mal, welches Hotel. Seht ihr das? Ich kann euch mal vorzählen. 4 Sterne. 1, 2, 3, 4. Und wir haben noch eine kurze Wette gemacht, bevor wir rein sind. Manuel hat gesagt, na, wahrscheinlich 30 Sekunden, bis wir wieder rausgehen. Also ich habe Aber echt gedacht, ne? Nach 30 gefragt. Sekunden sagen die zu mir, du nicht. Gefragt, haben Sie Zimmer? Ja, selbstverständlich haben wir ein Zimmer. Für eine Nacht? Ja, für eine Nacht. Mit der goldenen Karte gewunken. Klar, uns geht's richtig gut. Also man merkt's, ne? Ja, dann natürlich üblich Personalien aufgeben. Ist zwar kein Security-Parkplatz hier, aber wir sind hier ja, in einem Hochsicherheitstrakt. Also Kameras hat es mehr als genug. Drüben ist ein Golfresort, also wir dinieren heute wie die Fürsten, also standesgemäß. Das Das seid ihr heißt- leider nicht dabei. Das heißt aber, wir müssen duschen, weil so stinkig wie wir sind, können wir da nicht rein. Jeder wäscht dem anderen den Rücken, okay, es ist halt so. Oh, ich habe nach dem Honeymoon Suite gefragt, aber die wäre richtig teuer waren, glaube ich. Ne? Hey, die Karte nichts mehr gelangt. So beim Einstecken hätte es geraucht. Wie so eine Sicherung, wenn sie durchbrennt. Ne, ist schon cool. Ich denke für heute lang. Mit euch machen wir den TED fertig, schauen, dass wir Richtung Graz kommen. Wir haben echt viel, also wir haben mir den Tag heute schlechter vorgestellt, hat wirklich gepasst. Nachdem wir die ganze Zeit Scheißwetter dran gehabt haben, war das heute genial. Genial, Ich mache jetzt ein bisschen Hotelporn für euch. ja, machen Ja. wir. Machen wir. Ah ja, die Bikes müsst ihr auch noch anschauen. Ich muss mal das Handy von hinten nehmen, das ist meins halt. Anschauen, die sind ja dreckig wie die Sau. Genau, deswegen. Darum geht's ja. Also, übel. Übel. Da unten drunter versteckt sich ein Licht. Also die sehen echt aus wie Sau, aber das war halt Spaß, ne? Ich habe schon gar kein Dekor mehr auf dem Tank. Ja, und schaut euch mal die Location an. Und von außen sieht es gar nicht so gut aus, wie es von innen ist. Ja. Okay. Also mehr machen wir nicht, sonst gibt es eine Ärger. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Es ist immer cool, dass ihr dabei seid. Wir machen jetzt das, was wir jetzt machen müssen. Wir duschen uns und müssen jetzt richtig gut essen und müssen wahrscheinlich mal so richtig die Füße hochlegen. Morgen früh sind wir wieder am Start für euch. Liked uns in Instagram, Facebook oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Es ist geil mit euch. Ich danke euch. Bis dann, euer Wuschel, euer Jörg und euer Manuel.